Hallo. Ich wollte eigentlich gerade ein paar Gedanken aufschreiben bei Facebook, aber ich dachte mir, machst du die Kamera an und erzählst es einfach. Das geht einfach schneller. Ich bin ja auf dem WGT in Leipzig und das war eine spontane Entscheidung. Ähm, Am 26. Mai hatte ich Geburtstag und das war auch Vatertag und da kam auch die Meldung rein von Andrew Fletcher, der nicht mehr unter uns weilt. Gott hab ihn selig. Und da gingen einen schon so ein paar Sachen durch den Kopf. Wie zum Beispiel das Leben ist kurz. Und wer weiß, was sich unser geisteskranker Gesundheitsminister für nächstes Jahr überlegt hat. Man weiß es nicht. Also nichts mehr aufschieben. Der Tag gestern auf jeden Fall fing gut an. Bin in Berlin ins Auto gestiegen, im Mietwagen. Drehen den Zündschlüssel um. Radio geht an und dann lief No Tears for the Creatures of the Night von Tuxedo Moon. No Tears? Ein paar Minuten später kam dann But Not Tonight von Depeche Mode. Das hielt ich für ein gutes Omen, was das WGT angeht. Bin dann gut durchgekommen, habe hier eine nette Airbnb-Wohnung genommen und bin dann mit Marco, meinem Tourmanager, sind wir aufs AK-Gelände gegangen. Dort habe ich dann Solar Fake gesehen, live, sehr geil. Respekt. Erste Sekunde, Fans waren da, nette Band, sehr sympathisch, sehr talentiert. Und dann kam IMX, das war dann eher ungewöhnlich. Also da habe ich schon ein paar ratlose Gesichter gesehen, weil die wohl normalerweise eher so poppiges Zeug machen mit Band und so. Und dann stand der gestern da alleine in so einer Elektroburg, hat dann den vollen Elektrosmog abbekommen und hat dann irgendwie so depressiv, hat er da so, weiß ich nicht direkt rumgeheult, aber ganz war, also meins war es nicht. Was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, ähm, während der ganzen Zeit hatte ich halt ein paar nette Gespräche. Wie immer eigentlich. Mit Fans und auch mit Bekannten. Und da kam ein Typ zu mir und der meinte, ja, Herr Steve, ihr spielt doch im August in Glauchau, da auf der Woodstage-Bühne. Und für den Tag hatte ich mir eigentlich fest vorgenommen, dich anzusprechen. Oh, oh ja, aber jetzt bist du ja hier und so. Und ich habe dann nochmal nachgehakt wegen diesen fest vorgenommen. Und er meinte dann, dass er vor 4, 5 Jahren oder so hat er mich schon mal getroffen und da hat er sich aber nicht getraut. Und ein paar Jahre davor auch, der war wohl seit 20 Jahren Fan. Und ich fand das irgendwie traurig und unnötig, mich nicht anzusprechen, wenn man das eigentlich möchte. Ähm, ich, ich will mal vermuten, was so in dem Kopf derjenigen vorgeht, die überlegen, aber sich dann nicht trauen. Also die denken sich, ach, der hat da bestimmt Besseres zu tun oder die Frage, die ich habe, die hat er bestimmt schon 500 Mal gehört und so. Na und? Es stört mich nicht. Das wollte ich einfach mal ein für alle Mal klarstellen. Es stört mich null. Ich meine, ich stehe da in der Halle. Also nicht hinter der Bühne oder sonst irgendwas, sondern ich stehe in der Halle. Wenn ich meine Ruhe haben wollen würde, ich könnte es mir auch von hinten, von der Seite, von der Bühne angucken. Ich habe ja immer hier Multipass, ich kann ja überall rein. Das heißt, wenn ich ungestört sein will, gucke ich mir das Konzert von hinten an. Ja, aber in dem Moment, wo ich vorne stehe, dann rechne ich doch damit. Ich rechne doch damit. Und die Leute merken ja dann auch, dass ich mich auch gerne unterhalte und auch gerne Fragen beantworte. Ja, ich werde ja auch nie müde, was das angeht. Ähm, Das wollte ich eigentlich mal klarstellen. Also ihr könnt jederzeit kommen und fragen, was immer ihr wollt. Und selbst wenn ihr einfach nur kommt, um mir zu erzählen, wie kacke ihr die Musik findet. So geht es mir auch manchmal teilweise. Aber das musste mal gesagt werden. Und wenn ich wirklich keine Lust habe, dann gehe ich einfach. Aber das kommt halt, wie gesagt, nie bis gar nicht vor. Okay? Das Leben ist kurz.